Hallo, werte Surfer! Willkommen zurück hier zum Let's Play Life is Strange. Live mit Episode 4, The Dark Room. Was heißt live? Naja, bei mir ist es gerade live, weil heute am 28.07.2015 ist Episode 4 rausgekommen und ich nehme auch direkt auf. Allerdings ist bei euch, wenn ihr dieses Video guckt, nicht mehr heute, sondern wahrscheinlich 2 Wochen später und irgendwann im August. Also zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich kennen die meisten Leute im Internet schon den Inhalt von Episode 4. Aber ich hoffe, ihr Surfer, die mit mir zusammen Episoden 1, 2, 3 geguckt haben, noch nicht. Und ihr seid noch frisch dabei und könnt euch noch genauso überraschen lassen, wie ich mich jetzt überraschen lasse. Auch hier nochmal kurz die Warnung vorweg, ja. Ich werde nicht durchrushen, ich werde mir alles in Ruhe angucken und auch anhören. Das ist der Hinweis dazu, dass ich nicht über Cutscenes drüber sprechen werde. Von daher lasse ich mir Zeit mit dem Let's Play. Ich spiele auch auf Englisch und das kann halt durchaus so 10 Folgen dauern. Wenn ihr keine davon verpassen wollt, abonniert ihr am besten den Kanal. Dann kriegt ihr sofort Bescheid, wenn eine neue Folge dieses Let's Plays veröffentlicht wurde. So, Episode 4, Dark Room, sieht ja hier eigentlich gerade total nett und total heimelig aus. Nicht so düster wie Episode 3. Ich muss kurz dazu sagen, bevor ich starte, und dann bin ich auch sofort fertig mit Labern, zwischen dem Start jetzt von Episode 4 und dem Ende von Episode 3 liegen bei mir fast 3 Monate. Zumindest mindestens 2. Das heißt, ich habe nicht mehr so auf dem Schirm, wie Episode 3 endete. Wir starten aber direkt mal Episode 4. Dark Room. Beziehungsweise wie Episode 3 endete mit dem großen Knall, das weiß ich schon noch. So, also wir starten Episode 4 und es wird bestimmt wieder mit einem kleinen Rückblick auf Episode 3 beginnen. Ich wünsche uns allen viel Spaß. Previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet! Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Ja, das war nicht nur der Rückblick auf Episode 3, sondern der Rückblick auf alles, was bisher passierte. Und es hat mir auch nochmal geholfen, mich zu erinnern, was denn jetzt wirklich passiert ist in Episode 3. Weil wenn so lange Zeit dazwischen liegt, ist das echt ein bisschen schwierig. So, jetzt geht's los! Wenn ich sagen würde, ich bin nicht aufgeregt, würde ich lügen. Aber sowas von lügen.
Ich traue mich gerade gar nichts zu sagen, weil es so hübsch ist. Und ich dachte, es wäre eine Rückblende, aber der Wal am Strand zeigt, dass es keine Rückblende ist. Nee, die 2 Wale am Strand. 3. 3 sogar. 4. Ich traue mich immer noch nicht groß zu quatschen, weil ich immer denke, da passiert gleich was. Wenn irgendjemand... Ah, da sind die beiden. Wie krass das für Max jetzt sein muss. Hammerhart. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Okay, ich habe mir kurz überlegt, ob ich jetzt einen kleinen Rückblick mache, irgendwas erzähle. Wir sind aber direkt in der Story drin, also lasse ich das. Ich sag nur einfach, wie hammerhart krass das für Max ist. Und ich habe kurz überlegt, ob Max das jetzt wohl so lässt oder nochmal versucht, in der Vergangenheit zurückzugehen und dann doch sich darum zu kümmern, dass Chloes Vater stirbt. Wow. Alright, wir wissen immer noch nicht genau, was passiert ist, also, wo ist mein Mauszeiger? Wo ist denn mein... Hallo? Nein, wo ist mein Mauszeiger? Ich will nicht mit Pet spielen. Da muss ich dann gleich nochmal in die Optionen rein. Mauszeiger. Ich kann nicht... Okay, dann muss ich wohl doch mit Pet machen. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. It might be, but I'd like to think we can still change things for the better. I'd like to think that too. But I don't have much hope these days. I know things seem out of control, but
As long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Es ist so heftig. Es ist so krass. Nicht nur was Chloe passiert ist, sondern eine komplett andere Chloe. Komplett anders, als wir sie kennen. So, was passiert hier jetzt? Habe ich vielleicht eine kurze Pause, um in die Option zu gehen? Ich befürchte nein. Noch nicht. Weil Cutscenes lasse ich ja laufen. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? So krass. Aber jetzt muss ich doch mal kurz in die Optionen rein. Leider. Denn da ist ja mein Mauszeiger wieder. Ich habe nämlich nichts umgestellt. So gar nichts. Aber trotzdem hatte ich vorhin keinen Mauszeiger. So. Mal gucken, ob das jetzt geht. Zumindest kann ich steuern. Naja, wir werden es bei dem nächsten Gespräch erleben. So. Spiel geht also quasi jetzt los, in Anführungszeichen. Da haben wir das schön barrierefrei gestaltet. Ah, mein Mauszeiger ist da. Jetzt geht's. Naja, dann sorry, dass ich in die Option gegangen bin, aber war echt komisch, dass es nicht ging. Dann gucken wir uns mal alles an, was hier so da ist. I still can't believe I put Chloe in that chair. Tja, Max, das hast du aber leider schon, obwohl du es natürlich nicht wolltest, aber ja. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. Bad Max. Nicht Mad Max, sondern Bad Max. It's nice my parents sent a card at least. Ah, unsere Eltern. Ich habe übrigens vorhin nicht I so... wonder who this is. Megan? Kind of a generic card. Keine Megan. I wasn't very available to oh, Chloe. ja. Real nice. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Nicht wirklich, Max. Vor allem nicht mit dem Hotdog-T-Shirt. Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Hab's vergessen. Snow globes are taking over. Ah, was wollte ich denn sagen? Gedanke ist voll weg. Oh, the snow dough. Da ist das Reh wieder. I guess not everything changed.
Ja, genau. Max sieht das auch so. Dass das eine Bedeutung hat. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Ja, das ist nicht die Chloe, die wir kennen. That's a serious heat lamp. Ah, eine Wärmelampe. Okay. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Dass da ein Bild am Zaun ist, finde ich ja hübsch, ne? Wenn man da mal aus dem Fenster guckt, dann sieht man dieses Bild und... Ja. So, ich aber habe das Gefühl, dass ich doch mal ganz dringend was holen muss für Chloe. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Man, Okay. Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. Ich denke, ich soll was zu trinken holen. They're so great. Ist das nicht im Badezimmer? Ich dachte, im Badezimmer wäre das Make-up, Computer. Ich will jetzt da. So. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Mhm. Did I give her a choice? Max, it is... Drink up, Buttercup. Oh, man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Ich habe mir jetzt den Rest des Zimmers nicht angeguckt, weil ich hatte das Gefühl, dass das Husten von ihr immer schlimmer wird. Und ich ihr dringend Wasser geben musste. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Wenigstens hat sie fucking gesagt. Wenigstens das. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Wenn du wüsstest. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Jetzt habe ich doch noch Zeit, mir den Rest des Zimmers anzugucken. Ich habe eine Sache nicht mitbekommen. Die Folge ist jetzt vorbei. Ich habe eine Sache nicht mitbekommen und bitte euch jetzt darum, mir das hier zu beantworten, indem ihr das in die Kommentare schreibt. Nämlich, wann war der Unfall? Schreibt es mir in die Kommentare und ich lese es mir dann
durch, bevor irgendwie... Ja, nee, nicht bevor. Ich nehme in einem Rutsch auf. Ihr lest es mir auf jeden Fall durch, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut, sagt euer Amano.